Also das hatte ich persönlich bei noch keinem einzigen Farbtama. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gotchi TV. Ihr seht schon direkt, um welches Tama es heute geht. Wir packen heute zusammen dieses weiße Tamagotchi for You aus. Und ja, es ist noch neu, es ist noch komplett original verpackt, sealed. Und ich dachte, es ist eine gute Idee, euch jetzt einfach mitzunehmen beim Unboxing. Ja, das ist jetzt mein zweites For You mit Verpackung. Ich habe hier einmal noch das blaue. Dann erschien das Tamagotchi for You noch in zwei weiteren Farben, einmal in Purple, also in Lila, und einmal in Pink. Das Lilane sieht man einmal hier, das ist leider ohne Originalverpackung, aber es ist halt auch ein wunderschönes Tama. Und dann gab es halt wie gesagt auch noch Pink. Zum 18. Geburtstag erschien außerdem noch ein Royal Pink und Royal Purple Tamagotchi for You. Und ja, das ist eigentlich ein relativ kleineres Line-up im Vergleich zu den bisherigen IDL-Modellen und ID-Modellen, was aber ja auch gar nicht so verkehrt ist, weil das natürlich das Sammeln ein wenig erleichtert. Aber um die beiden soll es nicht gehen, es soll auch nicht jetzt um die beiden gehen, es soll sich jetzt um das Weiße gehen, deswegen räumen wir die jetzt einfach mal weg. Wir reden gar nicht so lange um den heißen Brei herum und packen das Tama jetzt einfach mal zusammen aus. Dazu nehme ich mir jetzt hier einfach so ein Skalpell und ich würde sagen, ich mache meine Tamas irgendwie immer hier oben auf, deswegen ja, würde ich sagen, schneiden wir jetzt einmal hier das Siegel durch. So, das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. So. Und dann nochmal dieses Tape. So. Schön vorsichtig, dass wir nicht die Verpackung beschädigen. So. Und dann habe ich hier so ein kleines Hilfsmittel, damit die Verpackung wirklich nicht beschädigt wird. Weil das ist gerade am Anfang manchmal ein bisschen tricky. So. Ich bin mal sehr gespannt. Das war das letzte Tama, bei dem Bandai Batterien in die Packung gelegt hat. In welchem Zustand die sind. Also benutzen werden wir sie auf jeden Fall nicht mehr können. Ja, hier begrüßt uns ein kleiner QR-Code und eine Webseite. So, und dann packen wir das Tama mal aus. So. Okay, jetzt bin ich echt irritiert. Die Batterien sind nicht ausgelaufen. Also das hatte ich persönlich bei noch keinem einzigen Farbtama, dass die Batterien nicht ausgelaufen sind. Krass. Gucken wir uns gleich aber mal näher an, vielleicht sieht es auch gerade nur in der Verpackung so aus. Genau, hier auf der Rückseite finden wir einmal die Instruction und so einiges Zubehör, was es damals gab. Nintendo 3DS Spiel und ja, ich mal hier hin. Und das Tama ist auf jeden Fall hier an der Seite noch mit ausreichendem Klebeband gesichert, was wir jetzt natürlich auch öffnen müssen. Da müssen wir aber auch immer wirklich aufpassen, dass wir hier nicht in die Verpackung reinschneiden. Das passiert ultra leicht und das machen wir mal schnell. So, das war eine Geburt. Das ist halt bei dem Tama halt irgendwie besonders schwierig. Ich habe das nicht im Kopf, ob das bei den Mix-Modellen und bei dem Piece auch so war. Aber dass die halt das hier auf ganzer Länge benutzen. Ne? Manchmal war es auch immer nur so, dass hier so ein Stripe war. Aber das ist hier auf ganzer Länge. Das ist immer wirklich ätzend. So, aber wir haben es auf jeden Fall jetzt von den Klebestreifen befreit. Und jetzt könnten wir eigentlich die Verpackung anheben. Und hier ist das
wunderschöne Tamagotchi For You in Weiß oder in Cremefarben. Es sieht so schön aus. Oh, ich bin so happy. Mir gefällt dieses Creme auch irgendwie. Es ist mal was anderes als dieses, ja, Weiß. Und es sieht so schön aus. Das Schöne an dem For You oder das Besondere an dem For You war damals, dass man Faceplates kaufen konnte. Die konnte man nämlich hier ganz leicht mit den Fingern abheben. Und dann konnte man neue oder andere Faceplates draufsetzen, um das For You mehr oder weniger ja, ein bisschen zu personalisieren und einen persönlichen Touch einfach dem Ganzen zu geben. Und da gab es eine Reihe an Faceplates zu kaufen. Auch was Besonderes ist tatsächlich, dass hier, wie ihr seht, der Infrarot-Connector fehlt. Das Ganze läuft nämlich die Datenübertragung über NFC. Der NFC-Chip, der ist hier auf der Rückseite von dem For You. Das hat dann immer so funktioniert, dass man mit einem NFC-fähigen Handy oder mit Touchkarten oder mit Touchspots das For You aufgelegt hat und so die Daten dann auf das For You geladen hat oder halt sich auch untereinander verbunden hat, indem man dann einfach die For Yous dann so zusammen dran gehalten hat. So hat das damals oder funktioniert auch heute noch so. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob dieses wunderschöne Tama auch funktioniert, wovon ich ausgehe, weil wir müssen uns jetzt noch mal ganz kurz angucken, bevor wir sie ausprobieren. Die Batterien, das will ich jetzt mal ganz kurz wissen, ob die wirklich nicht ausgelaufen sind. Sie sind einfach nicht ausgelaufen. Krass. Hatte ich auch noch nie. Das Tama ist 12 Jahre alt und die Batterien sind nicht ausgelaufen. Krass. Okay, die Batterien nutze ich natürlich aber trotzdem nicht. Ja, ist mir trotzdem einfach zu riskant. Deswegen nutzen wir lieber diese 2 Batterien und unseren besten Freund, dieses Plastiktool, dann einfach hier rein. So, und den Deckel zurück. Dann öffnet sich das Ganze schon. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Einmal reinlegen und es funktioniert. Das dauert jetzt immer eine halbe Ewigkeit, bis dieses Tamagotchi dann den Clockscreen anzeigt. Ihr könnt das Tamagotchi übrigens zumindest teilweise auf Englisch patchen mit der For You App, die Mr. Blinky entwickelt hat. Dafür braucht ihr ein NFC-fähiges Handy. Das, was wir benutzen, verlinke ich dann einfach mal in der Videobeschreibung. Und ja, ich erfreue mich jetzt einfach. Gucken wir mal, ob die Buttons noch... Ja, es funktioniert einfach mega. Es funktioniert einfach super. Der Screen ist toll und es ist einfach in einem tollen Zustand. Ich meine, das muss man ja, man muss ja mal sagen, selbst wenn die Tamas neu sind, heißt das manchmal ja nichts. Ne? Man hat ja schon mal irgendwie einen blöden Kratzer, weil man muss auch sagen, das sind natürlich auch relativ günstig hergestellte Artikel. Und da kann es auch manchmal sein, das kann man nicht erwarten wie bei einem iPhone oder irgendwas anderem, dass da vielleicht dann gar keine Kratzer drauf sind, aber man erfreut sich dann immer, wenn auch die neuen Tamas dann halt auch wirklich komplett makellos sind. Und ja, ich freue mich einfach so unfassbar über dieses Tama. So, das war jetzt das Unboxing von dem weißen For You. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal ein Review zu dem Tamagotchi For You machen und euch alles zeigen, das, was ich euch gerade auch erklärt habe mit den Faceplates und mit dem NFC-Übertragen von Daten, mit dem Englisch-Patchen etc. Das wird jetzt den Rahmen von diesem Unboxing-Video einfach sprengen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Farben ihr vielleicht in eurer Sammlung habt und welche Faceplate ihr vielleicht sogar für euer For You benutzt. Und ich würde einfach mal sagen, habt eine schöne Zeit. Danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.